Mein Name ist Jan Liebermann, ich bin 17 Jahre alt und ich studiere hier in der Hochschule für Musik in Mainz Orgel im Frühstudium bei Professor Gerhard Knann und Orgelimprovisation bei Lutz Brenner, derzeit im 2. Semester. Angefangen habe ich mit meinem Frühstudium in Frankfurt, als ich 14 war, in der Young Academy. Und seit letztem Jahr bin ich hier an der HFM in Mainz. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, mit Professor Knann und Herrn Brenner zu arbeiten. Und im Allgemeinen bietet die Hochschule wirklich ein super vielseitiges Programm für mich. Also angefangen habe ich tatsächlich nicht mit Orgel, sondern mit Klavier, und zwar im Alter von 7 Jahren. Ich habe 5 Jahre gespielt und bei vielen Wettbewerben mitgemacht, aber irgendwann wollte ich irgendwie doch was Größeres und meine Mutter hatte eine kleine elektronische Orgel zu Hause und ich habe mich da mal rangesetzt und einfach drauf losgespielt und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und diese Begeisterung hält bis heute an. Wenn man auswendig spielt, ist man viel mehr in der Musik drin. Ich habe jetzt schon mehrere Male gemerkt, dass wenn ich mit Noten spiele, mich das eher ablenkt, weil mein Blick immer über diese Saiten huscht. Und wenn ich auswendig spiele, bin ich wirklich richtig in der Musik drin und kann mich viel besser fokussieren. Ich komme aber auch natürlich vom Klavierspielen und da ist es ja sowieso gang und gäbe. Ich finde, Bach geht immer. Seine Stücke würde ich beschreiben mit den Worten zeitlos, strukturiert und klar. Die Fuge a-Moll, die gerade im Hintergrund zu hören ist, ist einer meiner absoluten Lieblingsstücke. Wirklich ein unglaublich komponiertes Werk mit einem der schönsten Fugenthemen überhaupt. Ein Stück, was ich unbedingt mal einüben möchte, ist Julius Reubkes Orgelsonate über den 94. Psalm. Das ist ein sehr komplexes Werk mit unglaublich viel Emotionalität, was mich immer wieder in den Bann zieht, wenn ich es höre. Die schönste Orgel, auf der ich je gespielt habe. Ich würde mich eigentlich ungern auf ein einzelnes Instrument beschränken, weil ich schon viele tolle Orgeln spielen durfte. Wenn ich unbedingt ein paar nennen müsste, dann würde ich sagen die Orgeln von St. Jacobi Lübeck, vom Hamburger Michel und von St. Lamberti in Münster. Aber ich freue mich auch sehr auf die Orgeln, die ich dieses Jahr spielen werde, und zwar die Silbermann-Orgeln im Freiberger Dom und die Domorgeln von Essen und Freiburg. Ich bin ja noch in der Schule und neben dem Jungstudium muss ich natürlich auch noch mein Abi vorbereiten. Und mit einem Jungstudium geht sicherlich einher, dass ich auf so manche Verabredungen mit Freunden verzichten muss. Deswegen finde ich es gerade wichtig, dass man ein Instrument hat, für das man Feuer und Flamme ist, weil man dann eben nicht das Gefühl hat, dass man etwas anderes verpasst. Später möchte ich auf jeden Fall Organist werden und viele Konzerte geben in aller Welt und auch junge Organisten unterrichten.